Haufen Schweißtropfen und atemberaubende Aussichten liegen die nächsten 3 Tage vor uns. Wir begleiten die Franzi und den Gerhard über 130 Kilometer und mehr als 5000 Höhenmeter auf der E-Bike-Hüttentour in der Region Davos-Klosters. Die erste Etappe führt uns über Bischen und Klosters bis zur Vereinahütte. Das Flüelental noch tief im Schatten, wo die zwei bei Tschucken auf dem Trail fahren. Der Zauber vom Bergsommer liegt in der klaren Bergluft. Es wird schnell knackig und ist technisch nicht immer einfach. Beim ungewohnten Uphill-Flow werden nicht nur die Beinmuskeln, sondern bald auch schon die Lachmuskeln warm. Langsam kommt die Sonne über den Berg und verdrängt die Kälte vom Morgen. Der Sommer ist definitiv angekommen. Jacke, was soll das sein? Aber schön zum Fahren. Hm? Sehr. Ja, motiviert für die nächsten 3 Tage, oder? Ja. Ich bin echt gespannt, wie das wird. Also wenn es so weitergeht wie heute, wird es super. Ja, ich freue mich. Dann springen wir wieder aufs Bike. Schauen wir, ob der Akku noch was hergibt. Das ist voll geladen. Noch ein letzter strenger Anstieg und wir sind oben. Der Grat von Bischen liegt vor uns. Der fantastische Panoramablick nutzt der Gerhard gerade einmal, um die Tour zu überblicken. Jetzt fahren wir da oben, hinten rein. Nein, da vorne. Dann Klosters, Weißflur. Ja. Also die Richtung da. Da hinten. Und von Davos dann Tischmar und bis wir dann im Dürrboden hinten sind. Und von da geht dann die letzte Etappe hinaus. Du hast dich vorbereitet, hä? Naja, irgendwie Hast du muss man ein bisschen gelesen? Ahnung haben, wo wir hinfahren. Voll gut. Die sich so mischen, hä? Aber super. Als ob es das Normalste wäre. Ja, lecker, ja, lecker! Nach ersten Downhill-Parts haben wir das Ende vom Bischengrat erreicht. Jetzt wartet die verdiente Abfahrt über die Rusaccia auf den Wolfgang. Müssen wir jetzt her? Wolfgang. Ah ja, und der Rusaccia steht da. Ne? Aufladen! Oh, das ist der Nachtstellschatz. Die lange Abfahrt bis Klosters endet im letzten Anstieg durch das wildromantische Vereinartal bis zum heutigen Etappenziel, die Vereinahütte. Zum Glück ist nichts passiert. Haben Wir haben noch gar nichts gehört heute Ja. jetzt. Ah, schau, da kann man das Velo gleich aufhängen. Ja. Nehmen wir. Es sind nochmal 2 E-Bikers. Ja? Ja. Hey, gut ist gegangen. Hey, cool. Wir haben es geschafft. Schuhkeller, hä? Ah, Rocks. Hüttenschuhe. Was hast du für Größe? 47. Ich bin 42. Die feine Nacht ist verdient und schnell zeigt sich, dass die Müdigkeit langsam überhand nimmt. Und wie war es bis jetzt gewesen? Ja, der erste Tag ist vorbei. Ich fühle mich super. Sorry, ich habe die Frage vergessen. Mir geht es auch gut. War ein super Tag, viele Eindrücke, war spannend vom Anfang bis Ende. Dass so eine lange Etappe, wie wir jetzt heute gemacht haben, dass das mit dem E-Bike dann echt auch ein Genuss sein kann. Ja, das Also das stimmt. war so weniger die Challenge, aber so irgendwie die Überraschung. Also, Ja, man hat vielleicht nicht den Kopf noch ein bisschen mehr frei oder eben ein bisschen mehr Zeit für die Aussicht zu genießen, für dann den Kopf frei natürlich voranzufahren, weil man ein bisschen weniger müde ist. Natürlich. stimmt auch.
Stimmt, gell? Ja, voll wahr. Es ist früh am Morgen. Über 2000 Höhenmeter Aufstieg und 52 Kilometer erwartet uns heute. Hoffentlich sind die Batterien geladen. Du, geladen ist es. Yes! Zum Glück. Ich bin auch zugefahren. Von Klosters fahren wir über den Durana-Pass bis Parsen. Volle Wasserflaschen und Verpflegung dürfen bei dieser anspruchsvollsten Etappe nicht fehlen. Sollen wir Mittag machen davon? Könnte man, hä? Ja. Vor dem Mittag haben wir das erste Highlight erreicht: den Grünsee auf dem Durana-Pass. Nach dem Zmarend geht es an den Aufstieg zur Parsen-Furka. Ein paar Stellen sind steil, technisch anspruchsvoll und lassen einem keine Ruhe, bis man sie endlich fahren kann. Jetzt! Hey, das ist herrlich. Halt mal Mega an. schön. Soll ich mal lachen? Total schön. Es ist so herrlich da zum Fahren in den Wiesen. Und eine Ruhe. Kein Mensch, mehr oder weniger umeinander. Super. Vom alpinen, steinigen Gelände führt die Abfahrt auf Davos. Bauerngenuss im Fahrtwind. Das heutige Etappenziel ist nicht mehr weit. Am Ende des Dischma erreichen wir den Dürrboden. Herrlich. Hey, komm! Mikrofon, wo habe ich es? Ja, war ein langer Tag heute. Ja. Aber es ist schön, jetzt hier in den Berg zu sein, auf der Hütte. Und ich freue mich jetzt mega, dass wir jetzt zur Abendstimmung noch oben sind. Das Highlight war für mich auch der Grünsee, wenn man so oben kam und jetzt eben diesen See so hast gesehen. So die Trails dort oben. Und ja, das hat mir sehr gut gefallen. Wobei der Trail runter zum Davoser See war auch sensationell. Also Ja, Fahrspaß muss ich auch sagen. Ja, ist auch ein Highlight. Stimmt. Auf alle Fälle. Ja. Merci vielmals. Ein Frühstück mit Blick auf die erste Etappe. Ah ja. Gestärkt nach einem feinen Morgen im Dürrboden machen wir uns auf ein richtig erstes Highlight vom heutigen Tag. Am Scaletta-Pass auf 2666 Meter. Der Pfad ist bereits im Mittelalter von den Säumer begangen worden und ist der direkte Weg von Oberitalien zum Bodensee gewesen. Er ist heute Teil vom Kulturweg Via Valtellina. Noch ein Schneefeld überqueren und schon sehen wir den Pass. Oder? Ja. Scaletta 266 Meter. Piu! Gut gegangen. Leck. Also, Anspruchsvoll nur zum Fahren zwischendurch. ja, Ja, richtig Berg. Das ist super.
Aber Mir ein gefällt's super total Weg. gut. Also, ich habe gestaunt, für das man unten nicht mal gewusst hat, wo man dann hochgeht. Stimmt. Ich habe ja keinen Weg gesehen von Gerne. unten. Du hast noch? Ah, ein Strich, glaube ich, ist weg jetzt mit den 600 Höhenmeter. Schon? Ja, bei mir schon. Also, Aber mir ich glaube, ist das sicher soll auch einer weg. gut reichen dann für den Rest vom Tag. Nach einer technischen Abfahrt geht es ein letztes Mal ein weites Tal aufwärts. Auch im hochalpinen Gelände macht sich der Sommer breit. Grüne Matten und Bergblumen versüßen unseren Trail durch das einsame Val Fontana. Und dann tut sich der Blick auf die Leiste der Weisst. Was für ein Ausblick! Also für mich war eigentlich das eine der schöneren Touren jetzt von diesen 3 Tagen. Mehr ab vom Schuss so ein bisschen. Mega schöne Natur. Und so einen ganzen Tag ohne Häuser, ohne Stadt, ohne Ansiedlung und so. Also das ist für mich so genau das Mountainbiken, was ich mir so vorstelle. Ja. Sensationell. Noch einmal Gas geben und am Regen davonfahren ist jetzt die Devise. Und der Plan geht auf. Nach 36 Kilometern und über 1000 Höhenmeter Aufstieg erreichen wir unser Tourenziel. Filisur. Ein Highlight. Gibt es nichts zum Sagen von Anfang bis Ende. Du hast es schon so schön gesagt. Für mich das Gleiche. Das war wirklich ein Highlight, die ganze Tour. Man braucht über die ganze Tour, über den ganzen Tag immer so die Konzentration. Ja, Und fahrtechnisch darf man fit sein, dass man einfach die Konzentration hochhält. Und das Level, wenn man aber hat, ist super easy. Ich kann die Tour sehr empfehlen. Es ist sehr abwechslungsreich. Ja, also ich würde es gleich wieder machen. Ich war überrascht, wie Mountainbike-lastig das ist. Also es ist richtig Mountainbiken, es ist keine abgespeckte Tour, sondern es ist richtig Mountainbike fahren. Daumen nach oben. Zweimal. Und dann sind wir da noch so eine Herde Ross und Kühe vorbei. Ich kann nicht. Hey, jetzt muss jemand anderes sich.